Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich heiße Aslıhan, komme aus der Türkei und seit 3 Jahren lerne ich Deutsch. Dieses Jahr habe ich endlich mein Zertifikat C1 auf dem C1-Niveau bekommen und zwar die DSH-Prüfung. Also deshalb möchte ich heute über meine Erfahrung der DSH sprechen und folgende Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was ist eigentlich die DSH, wie und was in der DSH geprüft und als letztes, was sind die Vorteile dieser Prüfung. Also am Ende des Videos möchte ich eine Zusammenfassung machen und ein bisschen über mich sprechen. Also viel Spaß. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist die DSH? DSH ist natürlich eine Abkürzung für deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Studienbewerber und Bewerberinnen für ein Studium an einer deutschen Hochschule müssen mit der DSH nachweisen, dass ihre Sprachkenntnisse ausreichend sind, wenn sie nicht ihre Studienqualifikation an einer deutschen Einrichtung oder durch eine andere anerkannte Sprachprüfung erworben haben. Damit kommen wir zu der zweiten Frage, und zwar, was und wer wie in dieser Prüfung geprüft. Diese DSH-Prüfung besteht aus 2 grundlegenden Teilen, schriftlich und mündlich. Damit man an dem mündlichen Teil teilnehmen darf, sollte man zunächst den schriftlichen Teil ablegen. Dann darf man sich für den mündlichen Teil bewerben. Also, und diese beiden Teile werden für sich selbst, also für sich getrennt gewertet. Und das heißt, dass man beide Teile separat ablegen sollte, damit man die gesamte Ergebnis, also DSH 2, DSH 1 oder DSH 3 bekommen kann. Was sind die Vorteile der DSH? Sie sind natürlich meine persönlichen Meinungen. Jeder kann eine andere Meinung haben. Deshalb sollten Sie sich selbst entscheiden, ob diese Prüfung für sich vorteilhaft oder nicht ist. Erster Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, dass das Gesamtergebnis in dieser Prüfung entscheidend ist. Was heißt das? Das heißt, dass man durch seine Stärke seine Schwäche ausgleichen kann. Also Sie können eine schlechte Leistung in der Textproduktion bekommen, aber Sie können auch in dem Hörverstehen eine gute Leistung bekommen und dadurch könnten Sie Gesamtergebnis ändern, könnten Sie sich Gesamtergebnis ändern. Also ich glaube, dass das wichtiger Punkt ist. Zweites würde ich sagen, dass man Vorteil hat, indem man ein einsprachiges Wörterbuch bei dieser Prüfung benutzen darf. Sie können also durch dieses Wörterbuch verschiedene fremde Wörter schauen, also bei der Prüfung, und einfach Informationen haben. Damit kommen wir zu dem dritten Punkt, und zwar, man hat bei der mündlichen Teil mehr Zeit als andere Prüfungen. In der Regel habt ihr ungefähr 20 Minuten für die Präsentation und die Argumentation. Vorher machen Sie auch eine Vorbereitung und einfach Notizen. Sie können damit während der Prüfung sprechen, natürlich nicht vorlesen, sondern nur frei sprechen. Also das finde ich sehr nützlich, weil man nicht so viel Zeitdruck hat
und Sie können mehr sprechen und also ein Gespräch führen. Und als letztes würde ich sagen und auch betonen, dass man bei dieser Prüfung mehr Punkte sammeln könnte. Also da diese Prüfung offene Aufgaben enthält, ist es also möglich, dass Sie durch diese offenen Aufgaben mehr Punkte sammeln. Ich persönlich diese Prüfung zweimal mit dem C1-Niveau bestanden. Die erste Prüfung war eigentlich nur ein Versuch, also glücklicherweise habe ich ein gutes Ergebnis bekommen, aber das war knapp. Deshalb wollte ich mein Ergebnis verbessern und ich wollte also meine Strategien eigentlich einsetzen. Und dadurch konnte ich meine Textproduktion, besonders Textproduktion, auf den C2-Niveau bestanden. Also ja, insgesamt habe ich aber C1-Niveau und ich würde sagen, dass wir darüber in den nächsten Videos sprechen können. Also das war's für heute, aber Sie können gerne meinen Kanal abonnieren und über die nächsten Videos informiert werden. Ich wünsche alle viel Erfolg und mich interessiert auch, wie ihr eigentlich Deutsch gelernt oder Deutsch lernt, gerade Deutsch lernt oder Deutsch gelernt habt. Sie können gerne weitere Fragen in den Kommentar aufschreiben und auch also Ihre Meinungen schreiben und ich kann also gerne beantworten. So, dann, also wir sehen uns nächsten Mal. Tschüss!